Der gescheiterte Boykott von 1933. Wusstest du, dass die Nazis bei ihrer allerersten öffentlichen Aktion gegen Jüdinnen und Juden kläglich scheiterten? 62 Tage nachdem Hitler Reichskanzler wurde, starteten die Nazis ihren ersten offiziellen Boykott. Armbänder postierten sich vor jüdischen Geschäften. Mit Schildern und Parolen wie „Deutsche wehrt euch, kauft nicht bei Juden“ wollten sie die Leute einschüchtern. Was die Nazi-Propaganda uns verschwieg, die Aktion war ein totaler Misserfolg. Die meisten Menschen ließen sich nicht von ihrem Einkauf abhalten. Sie ignorierten die Nazis einfach und kauften weiterhin in ihren Lieblingsläden. Das zeigt uns, dass der Antisemitismus der Nazis nicht von der ganzen Gesellschaft getragen wurde. Übrigens, der Boykott hatte wenig mit den Protesten gegen Hitler und seine Regierung in Amerika und anderen westlichen Ländern zu tun. Die Nazi-Propaganda, die sogar ihren Weg in den Daily Express schaffte und dem Westdeutschen Beobachter, einer Lokalzeitung der Nationalsozialisten hier im Westen, versuchte dieses Bild der Gegenproteste zu verbreiten. Angeblich sei der Boykott ähnlich wie später der Novemberpogrom ein Gegenprotest zu der Gräuelpropaganda im Westen. Tatsächlich gehörte der Boykott zu einem 25-Punkte-Programm, das die NSDAP schon 1920 ausgearbeitet hatte. Und tatsächlich gab es schon Ende Februar 1933 unkoordinierte Gewaltaktionen der SA gegen jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien. Dies löste wiederum Proteste jüdischer Organisationen in den USA und UK aus und führte zu Boykottaufrufen gegen deutsche Waren, wie der Artikel im Daily Express berichtet, und zu Massendemonstrationen am 27. März, 4 Tage vor dem geplanten Boykott. Der Propagandaminister Joseph Goebbels schrieb im März 1933 in sein Tagebuch: „Wir werden gegen die Auslandshetze nur ankommen, wenn wir ihre Urheber oder doch wenigstens Nutznießer, nämlich die in Deutschland lebenden Juden, die bisher unbehelligt blieben, zu packen bekommen. Wir müssen also zu einem groß angelegten Boykott aller jüdischen Geschäfte in Deutschland schreiten.“ Zwar streiten Forschende immer noch darüber, wie spontan dieser Boykott war und wer mehr Druck ausübte, aber anhand der folgenden Ereignisse lässt er sich, auch wenn er für die Nazis gescheitert war, in den weiteren Verlauf einordnen. Denn der Boykottversuch flankierte die folgenden antijüdischen Gesetze und sollte in der Bevölkerung eine antisemitische Stimmung erzeugen, damit sie die nächsten Schritte vorbehaltlos akzeptierten. Nur eine Woche später folgte das erste antijüdische Gesetz. Damit wurde Jüdinnen und Juden der Zutritt zum Staatsdienst verboten. Das war der Anfang einer rasanten Abfolge von Gesetzen, die Jüdinnen und Juden Stück für Stück aus dem gesellschaftlichen Leben drängen sollten. Mehr dazu in Teil 2.